Hallo ihr Lieben, willkommen zurück auf meinen Channel und willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar möchte ich euch heute 5 Fehler zum Zeichnen mit Buntstift zeigen und ich zeige euch auch, wie ihr die vermeiden könnt. Fehler Nummer 1 finde ich ist wirklich das falsche Papier. Ich kann nur davon abraten, zum Beispiel Kopierpapier zu verwenden, weil es halt einfach relativ dünn ist. Und wie ihr auch seht, zerknickt es zum Beispiel beim Radieren auch relativ schnell. Aber was noch viel wichtiger ist, sozusagen, es nimmt nicht wirklich viele Schichten auf. Beziehungsweise wenn man versucht, viele Schichten aufzubringen, geht das Papier relativ schnell kaputt. Und es entsteht auch sehr viel Buntstiftstaub, nenne ich es mal, wie ihr hier auch sehen könnt. Deswegen kann ich euch nur empfehlen, nutzt auf jeden Fall gutes Zeichenpapier, zum Beispiel das Paint On von Clairefontaine. Da ist die Preis-Leistung eigentlich sehr gut und das ist auch relativ dick mit 250 Gramm pro Quadratmeter und es ist vor allem auch säurefrei, heißt, das ist auch eigentlich immer alterungsbeständig und vergilbt nicht so schnell. Auf diesem Papier kann man relativ viele Schichten aufbringen. Natürlich sollte man dies in dünnen Schichten tun. Gerade auch weil es ein bisschen Oberflächenstruktur hat, geht dies aber relativ einfach, dass man viele Schichten dünn übereinander zeichnen kann. Kommen wir zu Fehler Nummer 2 und zwar ist das Vorzeichnen. Einmal zum Beispiel, dass man es nicht wegradiert hat oder dass man zum Beispiel auch zu stark aufgedrückt hat und beim Drüberzeichnen dadurch entweder die Vorzeichnung durchschimmert oder die eingedrückten Stellen, die ich vorher mit Bleistift eingedrückt habe, weiß bleiben, wie ihr hier seht. Das ist natürlich oftmals eigentlich nicht gewollt. Gerade da man so bei Tieren zum Beispiel auch die Umrisse sehr wahrnehmen kann. Und man möchte da ja eigentlich keine Umrisse oder scharfe Kanten haben. Also kann ich da empfehlen, mit einem Knetradierer die Vorzeichnung so weit aufzuhellen, dass ihr die wirklich nur noch gerade so erkennen könnt und erahnen könnt und dann mit einem Buntstift darüber zu zeichnen. Kommen wir zu Fehler Nummer 3 und zwar ist das zu starke Aufdrücken beim Ausmalen oder Verblenden. Wie ihr seht, nutze ich hier starke Striche und dadurch sieht man keinen schönen weichen Verlauf. Hier mache ich jetzt einen schönen Verlauf von Rot zu Blau und dafür nutze ich kreisende Bewegungen und fasse den Stift etwas weiter hinten an. Das hilft einfach dabei, nicht zu stark aufzudrücken. Und ich arbeite hier in Schichten und sozusagen in einen Kreuzgang. Einmal mache ich horizontale Linien und einmal vertikale Linien übereinander. Dadurch vermischen sich diese beiden Schichten ein wenig besser miteinander. Wichtig ist, habt Geduld bei solchen Übergängen und wollt nicht einfach zu schnell das ausfüllen. Hier seht ihr das nochmal, kreisende Bewegung und oben zeige ich euch sozusagen nochmal diesen Kreuzgang, wie man sich den vorstellen kann. Also fassen wir nochmal zusammen, kreisende Bewegungen beim Zeichnen machen, heißt den Stift nicht in geraden Linien übers Papier ziehen, sondern in kleinen Kreisen. Mit ein wenig Übung gelingt das aber sehr gut. Und wichtig ist auch in dünnen Schichten zu arbeiten und so ein bisschen über Kreuz zu arbeiten, also im Kreuzgang, weil sich die Schichten dann ein bisschen besser vermischen. So, der nächste Fehler ist das Zeichnen ohne Farbtabelle, besonders wenn es um farbiges Papier geht. Denn wie ihr seht, wirken manche Farben auf verschiedenfarbigen Papieren natürlich ein bisschen anders. Und von daher legt euch gerne eine Farbtabelle an und auch immer auf dem Papier, auf dem ihr auch zeichnet. Somit könnt ihr auch gleichzeitig
ja, so einen weichen Verlauf üben, dass ihr sozusagen erst stark aufdrückt und dann ein bisschen weniger aufdrückt. Und habt dann sozusagen auch eine Range vom Stift, denn je stärker man aufdrückt, desto mehr Farbe hat man auf dem Papier und desto anders wirkt die Farbe halt auch. Also könnt ihr mit einem Stift und mit einer Farbe mehrere Töne sozusagen abdecken. Hier seht ihr mal meine Farbtabelle von meinen Polychromos. Ja, Fehler Nummer 5 ist es, zu glauben, dass Buntstift nicht abfärbt. Das stimmt natürlich so nicht, denn auch wenn man mit dem Finger oder mit dem Handrücken darüber fährt über eine Buntstiftzeichnung, bleibt davon etwas haften. Also legt wirklich immer ein Blatt Papier unter eure Zeichenhand. Somit bleibt euer Zeichenblatt sauberer und somit auch euer Porträt und euer Handrücken auch. Habt ihr schon immer versucht, ein tiefes Schwarz hinzubekommen, aber es ist euch bisher nicht so gut gelungen? Also ich kann euch diesen Tipp geben: Nehmt euer Zeichenblatt aus dem Block heraus und legt ihn auf eine glatte, harte Unterlage. Spitzt dann den Stift sehr stark an und dann erreicht ihr eigentlich ein relativ tiefes Schwarz. Denn durch die harte Unterlage habt ihr einfach mehr Widerstand und einen besseren Abrieb vom Stift, als wenn ihr direkt im Block zeichnet. Hier seht ihr nochmal die beiden Varianten nebeneinander. Einmal die harte Unterlage und einmal den schwarzen Fleck vom Block. Und beim Block seht ihr, ich werde das gleich nochmal kurz aufhellen, dass da noch ein bisschen die Papierstruktur halt durchschimmert, weil man halt keinen harten Widerstand hat aufgrund der Blätter, die natürlich noch hinter den anderen oder hinter dem Zeichenpapier sind. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe natürlich wie immer, dass euch das Video gefallen hat. Dann gebt wie immer gerne ein Like, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und schaut auch super gerne auf meinen Channel vorbei. Abonniert ihn natürlich super gerne. Klickt dann auch die Glocke an, um nichts Neues zu verpassen. Und rechts lasse ich euch jetzt noch weitere Videos von mir anzeigen. Schaut da gerne rein, wenn euch die Themen interessieren. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin bleibt natürlich kreativ. Bis dann und tschüss!